Hallo ihr lieben Kreativen, herzlich willkommen auf meinem Kanal Mellies Moments und herzlich willkommen in meiner kreativen Welt und zu einem neuen Video, und zwar heute mal wieder ein Schritt-für-Schritt-Video. Ich dachte mir, wir haben ja schon eine Menge kleiner Viecher gehabt, aber des Menschen besten Freundes hatten wir noch nicht, und ich zeige euch heute mal unterschiedliche Möglichkeiten, einen kleinen Hund zu malen. Ja, ich habe wie immer hier mein Skizzenbuch. Ich habe euch hier auf die passende Größe eingestellt und wir legen mal los. Ähm, Als erstes möchte ich euch einen kleinen Hund malen, ein bisschen Comic-Style, sage ich jetzt mal dazu, bis wir dann später noch zu etwas Normaleren kommen. Aber ich finde den auch total süß, und das Ding ist ganz einfach eigentlich zu machen. Ihr beginnt mit einem Bogen. Ja, dann malt ihr einen weiteren Bogen, und der muss einen weiteren Halbkreis, der muss größer sein als der obere Halbkreis. Und dann beginnt ihr und verbindet dieses hier in so einer wunderschönen, kleinen, geschwungenen Form. Also im Grunde könnt ihr eine große Birne malen. Ja, also einen Bogen, einen größeren Bogen und das Ganze verbinden. Ihr seht schon, ihr könnt das variieren, je nachdem, wie lang ihr das Gesicht zieht oder wie kurz und rund ihr macht, bekommt es einen anderen Ausdruck. Ja, ich mache hier nochmal einen. Ganz einfach. Einen kleineren Bogen, einen größeren Bogen und das Ganze miteinander verbinden. So, das sieht ein bisschen doof aus. Machen wir nochmal. Okay, weiter geht es. In dieser Linie, wo das hier am breitesten ist, setzt ihr die Nase rein, und zwar einfach ein Dreieck verkehrt rum. Ja, ihr könntet auch ein Herz malen. Also wenn wir das hier und hier haben, kann auch ein Herz als Nase malen. Ist genauso süß, finde ich. Und ja, ihr könnt euch überlegen, ob ihr die nachher rosa macht oder in welcher Farbe. Ich mache die jetzt einfach mal schwarz. Dieses Herz, dieses Dreieck, und gut ist. Ja, dann können wir hier noch gerne mal so ein paar kleine Zacken oben hinsetzen, eine kleine Frisur, ist auch ganz nett. Und die Augen kommen hier einfach so hin. Seht zu, dass ihr die nicht zu weit auseinander macht, dann sieht das nämlich ganz komisch aus. So, wer will, kann hier noch so 2 kleine Augenbrauen hinmalen und die kleinen Stipschen, wo die Barthaare, wo diese Schnurhaare sind es ja nicht bei Hunden, ne? Ihr wisst schon, die Dingshaare rauskommen, kann man so andeuten. Und wer möchte noch einen kleinen, süßen Hund? Das ist ja ein Comic-Hund, ne? Nicht vergessen, dass ich mal jetzt hier keinen originalen Hund. So, das haben wir. Dann geht es weiter mit den Ohren. Ganz nette Öhrchen. Und zwar einfach setzt ihr hier einen Bogen und so ein Kringel am Ende dran und verbindet das jetzt. Und zwar so, dass es hier oben am Kopf recht schmal ist und nach da weiter wird. So dass dieser Kringel ein bisschen nach innen schaut. Ein Bogen und ein Kringel. Auch das könnt ihr noch machen, indem das vielleicht ein bisschen abklappt. Ja, wäre auch möglich. Ja, man könnte jetzt diesen auch hier runter machen und einen ganz normal hochstehen lassen. Wäre auch möglich, ne? Unterschiedliche Arten. Vielleicht ist der Kringel ein bisschen klein sogar schon geworden. Ich mache es hier nochmal einen Hauch größer. Dann wirkt das Ohr auch ein bisschen ja, hinten diesen Bogen ein bisschen größer machen. Ja, jetzt ziehe ich auch nochmal die Nase rein, die Augen. Kann hier auch so ein Dings machen. Kann auch die Schnute so malen, wer das möchte. Alles möglich. Ja. Und dann geht es weiter. Ich mache den hier auch mal fertig, sonst guckt er mich so an ohne.
Und dann geht das weiter. Ihr malt ihm einfach einen Körper. Einfach hier so ein paar Striche nach unten. Auch da sind die Varianten. Ihr könntet das auch rund machen. Ja, ich mache es jetzt mal, weil es so Comic-Style ist. Den mache ich mal so, den anderen male ich gleich noch mal so ein bisschen anders. Und hier unten müssen jetzt 4 Füße ran, 4 Pfötchen sozusagen. Und zwar sind die alle wie Brötchen. Also halbrund, leichte Beugung. Halbrund, leichte Beugung. Nee, ist nicht richtig. Dieser hier muss über diesen Strich hinweg gucken, ja. So ein bisschen. Habe ich jetzt auch nicht so ganz. Gut. Die Hinterbeine werden einfach in so einem Bogen hier ran gemalt und landen hier dann auf diesem äußeren Pfötchen und können hier nochmal so einen Bogen haben. Und jetzt fehlen dem im Grunde nur noch hier die Vorderbeinchen. Ruhig ein bisschen krumm. Und am Ende noch ein Schwanz. Ja, wo machen wir den hin? Der kann hier oben rausgucken oder hier auch seitlich. So. Comic-Style. Ich mache den hier nochmal. Ich mache hier einfach schon mal die Pfoten hin. Gucken. 1, 2, 3, 4. Und jetzt mache ich den mal so ein bisschen rund. Ne? Geht auch. Können ja auch noch so Fußzehen reinmalen. Und den Schwanz kann man auch noch dahin wegmachen. So, Hund in Comic-Style. Okay. Ich habe für euch noch einen anderen Hund rausgesucht. Den fand ich auch sehr schön. So eine Art Schnauzer. Ja, der fängt ganz anders an. Und zwar malt ihr als allererstes sozusagen einen Kreis. Und den macht ihr aber so ein bisschen fellgezackt schon mal. Ja. Malt die Nase hier in den oberen Teil rein. Wieder so eine Art Dreieck. Könnt ihr auch gleich so einen Lichtpunkt lassen. Und wenn ihr mögt, könnt ihr den gleich hier so eine freundliche Hundeschnute lächeln machen. Dann geht es weiter. Hier würde jetzt noch mal wieder ein Halbkreis drauf kommen. Malt es nicht zu stark. Ich mache jetzt hier einfach erstmal nur so einen halben Strich, so bis dahin, weil jetzt kommen die Ohren und hier oben den Deckel vom Kopf, ja, weil jetzt kommen die Ohren, die natürlich überlappen. Und die Ohren werden auch wie ein Dreieck gemalt. Also wir malen im Grunde immer in Figuren, in Formen. Ne? Den lasse ich hier so runterschwingen. Zack. Zack. Die Augen. Und wer will, macht hier wieder so kleine Augenbrauen. Dann geht es weiter. Ihr malt ihm einen Körper. Und zwar einfach auch hier so ein Halbbogen. Und machen wir hier mal so 2 große Pfoten hin. Die können sich berühren, müssen sie aber nicht unbedingt. Na, man kann hier nachher auch das weitermalen. Und dieser Halbbogen geht jetzt hier runter.
Dann hat man hier nochmal so einen zweiteren und hat sozusagen die beiden Vorderbeinchen hier. Kann man hier auch so ein bisschen gebogen malen oder halt mit diesen Strichen angedeutet. Beides möglich. Und dann geht es auch hier los und es werden einfach die Hinterbeine, die von hinten kommen, hier so rangemalt. Und natürlich ein schöner, puschiger Schwanz, passend zu dem Hund. Oh Gott, der ist ja ein bisschen riesig. Aber gut, die Hunde sind ja so, das passt besser zu den Proportionen. Ja. Und ganz am Ende fangt ihr an, wenn ihr den ausmalt, macht hier nochmal genauso auch mit Aquarellfarbe dann so ein paar Fellmuster und macht den halt einfach ein bisschen haariger. Ja. Ne, hier kommen überall so kleine Haare raus. Ihr kennt das von den Hunden. Hier und da. Ah, der wird doch schon mal richtig süß, der kleine Kerl hier. Ja. Eigentlich ist mir das da ein bisschen zu hoch schon. So machen wir das. Der ist doch zuckersüß. Den finde ich richtig süß, muss ich sagen. Ja, und dann könnt ihr ihn gestalten farblich, wie ihr möchtet. So, ein weiterer Hund, ihr kennt alle die Corgis, wie heißen sie, keine Ahnung, von der Queen, diese Hunde. Und der lässt sich total leicht auch malen. Ich zeige es euch. Und zwar beginnt ihr, das ist jetzt wichtig, dass ihr das nicht zu stark malt mit einem Herz. Ja, ich mache jetzt hier mal das Herz ganz dünn und hier ein bisschen kräftiger. So. Also unten darf es gern kräftiger sein, aber oben muss es dünn sein, weil das wird nachher im Grunde dann nachher wegradiert, dieser Teil. Es ist nur für die Form, für euch. Ja, okay. Dann geht ihr dazu über und malt hier wie einen umgedrehten Eimer drauf, würde ich fast sagen. Ja. Und der darf aber nicht hier rund sein, sondern er geht ein bisschen über dieses Herz hinweg und macht hier dann so eine Kurve. Ihr fragt euch, was wird das? Das wird doch niemals ein Hund. Doch, wird es. So, dann geht es weiter. Hier kommen die Öhrchen von dem dran. Die sind so in etwa. Einfach hier oben an die Ecke. Genau. Und hier unten am Herz kommen die Füße hin. Und die haben ganz kurze Füße. Das heißt, die Füße, die Pfötchen enden tatsächlich schon hier unterhalb, da wo die Herzspitze ist, und gehen hier so in der Richtung. Da machen wir gleich noch mal eine andere Form dran. Ich will es euch nur erstmal zeigen. So, die Grundform. Dann beginnen wir hier hinten noch ein Hinterpfötchen und den Körper von dem Ganzen. Ich radiere jetzt schon mal so langsam hier das Herz weg und mache das hier ein bisschen dünner. So, und zwar geht dieses jetzt so fellmäßig mal hier von oben in diese Herzform über. Und hier geht das Fell so über. Bei den Ohren lasst ihr hier ein ganz kleines Stückchen frei. Also nicht diesen Kreis schließen, sondern hier etwas frei lassen.
So, wir malen hier die Augen hin. Die sind etwa da, wo die Ohren rauskommen. Eine Hundenase. Und die haben so ein breites Lächeln. Und ein Mund, der nach unten nochmal so weggeht. Ja, könnte sogar noch ein Hauch breiter sein. Naja, passt so schon. Aber die Nase passt noch nicht. Die Nase sitzt nämlich oberhalb dieses, direkt fast an die Schnuti heran. So ist es besser. Ja, die muss hier mit dieser Beuge in Berührung kommen. Und jetzt haben wir dieses Herz, das haben wir wegradiert, aber diese andere Form, die ziehen wir jetzt nochmal so ein bisschen mit Fellstruktur hier nach. Und jetzt sehe ich auch schon, dass mir das Herz hier ein bisschen zu rund ist. So ist es besser. So, und nun geht es so, dass die diese Füße haben, die so ein bisschen nach außen wegknicken. Also, die sind so und haben so einen Knick nach außen weg. Ach so. Also, ich meine dieses schräg kommend, dann wieder schräg nach vorne gehend. Ja. Diese Füße, die so ausstehen, so ist das bei denen. Und dann könnten die, ja, aber so ist das okay. Genau. Und hier hinten kommt noch die Pfötchen. Also diese Rundung, die ich zuerst gemalt habe, das sind nur die gedachten Stellen, wo die Pfötchen sind, ne? Also beim Malen nachher jetzt geht es nochmal ein bisschen, gehen die weg. Ja, und so, ich glaube, die haben kaum Schwänze. Die malen wir jetzt einfach mal ohne Schwänze. Und dann werden die so schön gemalt mit einer weißen Brust und der Rest ist dann so goldrotfarben. Auch süß. Wäre jetzt aber nicht der Hund, den ich mir aussuchen würde zum Malen. Ich will es ein bisschen einfacher für euch haben, aber ich wollte euch das mal zeigen, mit welchen Grundformen man auch jetzt halt so einen Hund dann hinbekommt. So, jetzt muss ich hier erstmal mein Ding ein bisschen höher schieben. Die Hunde, die ich heute malen werde. Einen kleinen von vorne und einen von der Seite. Wir fangen an mit dem kleinen von vorne. Ihr malt euch einen Kreis. Malt nicht zu dick, da müsst ihr nämlich auch wieder was wegradieren. Ja. Und zwar kommen von hier, von dem Kreis aus, wieder die Öhrchen in Dreieckform. Geht hier weg, nach unten, Öhrchen in Dreieckform. Und dann muss das hier nämlich wegradiert werden. Und hier könnt ihr anfangen und den Hund variieren. Spitzere Ohren, langere Ohren, was immer euch am besten gefällt, ja, mit den Öhrchen. Macht es einfach. So, und dann haben wir hier wieder mal 2 Augen. Die Dreiecksnase. Und ich mache hier den einfach nur. Und so ein Hundemund. Ein bisschen weiter auseinander hier diesmal.
Dann denkt ihr euch wieder ich male es nicht so dick, ihr denkt euch wieder wie eine Bodenvase in 'ne Ovale, ja. Malt es nicht zu dick, auch hier müsst ihr gleich wieder wegradieren. Und, das ist die Grundform vom Körper und beginnt jetzt bis dahin es festzumalen und kommt hier mit dem Pfötchen mal wieder raus, wie gehabt. Kennt ihr schon? Das sind die hinteren. Mit so 'nem kleinen Bogen unten dran. Und die werden begrenzt von den vorderen Pfötchen. Und hier sitzt man sieht man's tatsächlich. Und jetzt seht ihr, warum ihr das nicht so dick malen sollt. Das wird nämlich dann am Ende rausradiert. Und dann habt ihr hier einen süßen kleinen Hund. Der sieht doch wirklich zuckersüß aus. Genau. Den könnt ihr jetzt mit Fellflecken versehen, wie ihr das mögt, ne? Bunt gesprenkelt, braun gestreift, was auch immer. Ganz süß fände ich jetzt hier noch den kleinen Schwanz raus. Den machen wir nur so kurz und klein. Und ein Halsband vielleicht noch mal. Oh, den habe ich jetzt aber hier. Sieht das so grimmig aus. Mann. So ist besser. Ach, der ist doch zuckersüß. Der ist doch schön. Gut. Der kleine Welpe. Und jetzt malen wir noch Mama daneben. Ihr malt ist es ein Viertelbogen? Ich kann es gar nicht sagen. Einen Bogen. Malt hier ruhig schon das Auge hin. Ja. Und nun geht eure Schnute nach vorne. Hier kommt die Nase hin und die Schnute geht hier zurück. Dann könnt ihr Ohren ansetzen. Ruhig mal ein bisschen längere Ohren. Und hier setzt ihr noch mal den zweiten Teil an. Nicht bis zu den Ohren, sondern vorher biegt diese Halsbiegung ab. In so einem kleinen Bogen nach unten. Und hier hinten machen wir jetzt einen großen Bogen. Der Hund sitzt ganz brav. Hat hier sein Schwänzchen. So. Und hier kommen jetzt diese Füße raus. Der sitzt ja schon. Ganz brav. Jetzt müsst ihr nur noch den Hinterlauf hinmalen. Wieder in so einem Bogen. Und der Hinterlauf ist ein bisschen länger. Ihr könnt das hier verbinden mit dem hinteren Teil. Kann ja auch schon so 2 Zehen reinmalen. Und jetzt fehlt euch im Grunde hier nur noch die Verbindung erstmal nach hinten. Ihr malt hier den zweiten Hinterlauf. Der war ein bisschen dick, ein bisschen groß zum ersten. Ja. Und könnt ihr den auch ein bisschen steiler setzen. Probiert euch aus. Ihr müsst das, ich musste auch erst üben. Ne? Ich kann das auch nicht alles so aus dem FF malen. Ich übe auch. Ich sehe etwas und dann übe ich und gucke mal, bis mir die Form gefällt. So, und hier kommt jetzt noch Nummer 2 von Pfötchen. Und dann habt ihr einen wunderbaren Hund. Ach so, und das Öhrchen natürlich nicht noch vergessen. Hier das zweite Ohr, was von hinten kommt. So, und dann habt ihr einen wunderbaren Hund. Dieser ist schon ein bisschen moppelig. Man könnte den auch ein bisschen
schlanker noch malen. So ein Mittelding. Weil der Hund von meiner Mutter, der ist dick. Aber eigentlich, ne? Ein bisschen hier, ein bisschen schlanker malen und schon. Ja, sieht so ein bisschen aus wie so ein Beagle oder so, ne? Von daher, ihr könnt das variieren, die Form der Ohren, die Schwanz hoch, kurz, auch hier. Aber das sieht schon mal so aus wie so ein klassischer Hund, würde ich sagen. Okay, gut, soweit bis hierhin. So, schön, wenn ihr bis hierhin noch alle dran geblieben seid. Ich benutze ja heute das Watercolor Joy Papier, findet ihr unten in der Videobeschreibung. Genauso wie die Stifte. Ich nutze die Rubens Farben, auch der Kasten ist unten in der Videobeschreibung. Und ich möchte erstmal Hallo und herzlich willkommen an die vielen neuen Follower sagen. Mein Kanal hat ja in den letzten Wochen einen Riesensprung gemacht und ja, ich grüße natürlich alle Altbekannten und freue mich aber auch über die neuen und ich hoffe, ihr habt viel Spaß an meinen Videos. Stöbert gerne auf meinem Kanal in den Playlists. Da ist eine Playlist für Ostern. Ne? Ostern kommt ja dann irgendwann jetzt im Frühling. Da findet ihr ein paar schöne, einfache Motive und genauso wie auch für Valentinstag, für Muttertag, für Geburtstage. Ja, stöbert ganz gerne. Ja, ich lasse das jetzt hier einfach mal laufen mit ein bisschen Musik. Ich hoffe, ihr habt Spaß dabei, wie sich diese Karte entwickelt und sich gestaltet. Und wir hören uns am Ende des Videos nochmal wieder.
So, ihr lieben Kreativen, da ist mein gutes Werk. Ich finde die total niedlich geworden. Mama-Sohn mit kleinem Welpen. Und ja, es bleibt ja euch überlassen. Ihr könntet die auch an einen Baum setzen oder ja, mit 2, 3 kleinen Hündchen oder so, wie immer ihr das mögt. Ich fand das jetzt so mal ganz schön. Und ihr habt gesehen, wie viele Möglichkeiten es gibt. Ja, ich würde sagen, hier ist jetzt mal Schluss für dieses Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen da, abonniert meinen Kanal, hinterlasst mir gerne einen Kommentar. Ich beantworte sie alle, ich lese sie alle. Und ja, wer noch mal eine Idee hat für eine Figur, die ich vielleicht für euch malen soll, ich habe da noch ein paar jetzt im Petto, die ich machen möchte, lasst euch mal überraschen. Aber wenn jemand eine spezielle Idee hat, dann könnten wir mal schauen, ob ich die umsetzen kann für euch. Ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Ausprobieren. No, der ist auch süß. Den hätte ich auch malen können. Also ich finde sie alle schön. Ihr Lieben, macht's gut. Eure Melanie.